Der Ford Transit Modelljahr 2020, ja ein ganz neues Facelift, hat das Licht der Welt erblickt und er ist unglaublich schick geworden. Ja, richtig edel. Hier vorne auch noch mit Chrom-Applikationen und natürlich einer ganz tollen ID, die hier vorne reinkommt. Ja, das ist die Signatur LED-Tagfahrlicht. Genau, richtig. Das ist halt jetzt das neue markante Gesicht von unserem Ford Transit. Ja, und hier ist das markante Gesicht der Matthias Seim. Grüß dich. Servus, hi. Ja, wir sind in Dillingen in der Zentralgarage und ihr verkauft ganz viele Transits. Gibt es in verschiedenen Größen und Höhen. Das hier ist jetzt welche Variante? So wie jetzt hier steht, das ist die Variante L2H2. Geht hin auch über die Variante L3 bis zu L4 und geht auch nochmal bis zur Höhe H3. Ja, hier, das Fahrzeug ist gerade vom Band gefallen. Hier sind sogar noch die Aufkleber drauf. Wir haben ihn mal schnell genommen, weil wir wollten ihn unbedingt zeigen. Der kostet jetzt zum Beispiel 26.010 Euro und 30 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer, macht 30.952 Euro. Es gibt unglaubliche Rabatte. Hier bei dem Auto spart man zum Beispiel gegenüber der Liste fast 10.000 Euro. Ja, es gibt Ford-Rabatte. Die gewährt ja auch Gewerbetreibenden. Das kommt gut an, oder? Natürlich, klar. Jeder der, sag ich mal, ein Auto kauft oder uns generell was kauft, der einen Rabatt bekommt, das kommt immer gut an, klar. Ja gut, ihr seid ja auch im Wettbewerb. Es gibt ja noch weitere deutsche Marken, die haben auch Nutzfahrzeuge. Und da schneidet ihr ganz gut ab, was Preis-Leistung angeht. Genau, ich denke mal, da sind wir wirklich gerade im Nutzfahrzeugbereich sehr gut aufgestellt. Unsere Fahrzeuge sind alle qualitativ sehr hochwertig, sind auch wirkliche Arbeitstiere, also richtige Nutzfahrzeuge. Und da brauchen wir uns vor keinem zu verstecken auf dem Markt. Ja, Transit, das ist schon ein richtiger LKW, hier kriege ich einiges rein. Das ist jetzt so eine mittlere Variante, die ich drin habe. Wichtig ist, ich habe ein ganz tolles Führerhaus. Wenn du mal kurz aufmachst, die neuesten Fahrerassistenzsysteme mit drin. Auch hier kriege ich das Fahrzeug mit Entertainment-System gegen Aufpreis, mit entsprechend Abstandstempomat, es gibt unglaublich viel. Genau, zum Beispiel es gibt die Möglichkeit der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage. Es gibt die Möglichkeit vom großen Display, wo man auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel sein Handy zu steuern über das Tablet dann quasi. Da hat man sehr viele Möglichkeiten für das Fahrzeug schon. Automatik geht? Automatik geht, es geht Allradantrieb, es geht Frontantrieb, Heckantrieb. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Also ich kriege ihn auch ein bisschen teurer wie 24 gemacht, wenn ich will. Natürlich, nach oben sind die Möglichkeiten offen. Da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, was der Fahrer dann gerne im Fahrzeug drin hätte. Beziehungsweise was die Nutzlast betrifft oder auch was die Größe vom Fahrzeug betrifft. Ja, sinnvoll sind zum Beispiel so Features, da sollte man nicht sparen. Rückfahrkamera, Parksensoren, die sind jetzt hier eingebaut. Also es gibt so ein paar Sachen, die machen Sinn, aber da könnt ihr ja die Kunden beraten. Die Fahrzeuge, die ihr bestellt, die haben schon das Mindeste, haben die immer drin, oder? Genau, richtig. Wir schauen schon, dass es ein gewisses Maß an Komfort für den Kunden schon bietet, definitiv. Wie zum Beispiel bei so einem großen Fahrzeug, denke ich mal halt sehr wichtig, das Parkpilotsystem. Weil gerade wenn man rückwärts fährt und mit der Sicht ist es relativ schwierig bei solch großen Fahrzeugen, da ist man schon dankbar dafür. Ja, wir machen mal hinten auf, gucken mal rein. Denn jetzt habe ich hier sogar Fenster hinten dran. Warum hat ihr hier Fenster? Das heißt, ich kann also durch den Rückspiegel dann auch wirklich rausgucken, sehe den rückwärtigen Verkehr. Das hilft. Genau, richtig. Das ist zum Beispiel ein Vorteil dadurch, den man jetzt hat, damit, wie gesagt, nochmal die Sicht besser ist für den Kunden. Riesig. Der ist noch relativ klein, sag ich mal. Da gibt's echt? Genau, das ist jetzt die Variante L2, H2 wie gesagt. Den gibt es nochmal als L3 oder L4, dann ist er dementsprechend nochmal länger. Und gibt auch die Variante H3, dann ist er nochmal ein Stückchen größer. Ja gut, ist aber auch eine Frage der Handlichkeit. Das heißt also, länger und höher heißt ja nicht unbedingt handlicher, also ganz im Gegenteil. Ja, Wendekreis und ich sag mal, die Leute müssen ja damit fahren. Und wenn ich natürlich, es hängt davon ab, was ich machen will, oder? Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist halt, sag ich mal, kommt drauf an, was der Kunde halt macht. Je nachdem hat der Kunde gar keine andere Möglichkeit, als so ein großes Fahrzeug dann auch zu wählen. Ja, der kam jetzt gerade frisch vom Werk, muss man sagen. Der ist noch nicht Ende abgenommen. Ihr habt den gerade mal, wir haben ihn mal aufgemacht. Ja, Thema Hohlraumversiegelung, das sieht man hier sehr gut. Ja, es kommt hier rein. Die Fahrzeuge haben unglaublich lange Garantien gegen Durchrostung. Sowas habe ich also im Nutzfahrzeugbereich noch nie gesehen. Ich habe mal eine deutsche Marke gesehen, will keinen Namen nennen, ja. Da ist hinten immer so ein Roststreifen, selbst bei neueren Modellen. Da läuft Rost runter, die rosten also schon. Das ist hier, ihr habt glaube ich 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.
Genau, richtig. Das sind aktuell 12 Jahre bei uns. Und aber auch nach den 12 Jahren bin ich mir sehr sicher, dass es da keine Probleme geben soll. Du weißt, was ich meine. Du bist hinten dran, du siehst ein aktuelles Modell und da läuft hier aus den Schlössern läuft der Rost raus. Ja. Das ist aktuelle Technik von anderen Mitbewerbern. Das ist halt richtig. Da unterscheiden wir uns halt von Ford, sage ich mal, weil wir da qualitativ schon sehr hochwertig arbeiten, die Fahrzeuge sehr gut verarbeitet sind. Und da kann ich rein gewissens einem Kunden ein Fahrzeug verkaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass er mir nach 2 Jahren auf dem Schreibtisch steht, weil, wie gesagt, das Fahrzeug dann durchrostet ist. Ja, Thema Rempler, also Ford denkt da ein bisschen mit, dass das mal passieren kann, ist ja nicht ungewöhnlich. Ja, ihr habt eine unglaublich gute Beplankung. Wenn ich hier mal irgendwie mal dagegen fahre mit dem Einkaufswagen oder so, da passiert nichts. Genau, richtig. Das sieht man halt an den Plastikteilen, die jetzt, sag ich mal, verbaut sind. Hat folgenden Vorteil, wenn es wirklich mal zu einer Kollision kommt etc., sind das nachher Teile, die halt für den Kunden nicht mal so ins Gewicht reinfallen, weil die halt relativ kostengünstig ersetzt werden können für den Kunden. Ja, soll man ja eigentlich nicht sagen, denn wenn mal was passiert, kann es kostengünstig repariert werden. Die Fahrzeuge sind europaweit im Einsatz. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Ihr seid einer der ganz großen Hersteller auf dem Markt überhaupt. Ford ist bekannt. Ja, die Form und so weiter und so fort, die hat sich ja enorm durchgesetzt. Wir zeigen mal ganz kurz, wir haben die ganze Familie gerade hier. Das ist jetzt der Transit. Daneben steht der Custom. Den gibt es nochmal eine Nummer kleiner in Busgröße. Je nachdem, was ich brauche, langt das vielleicht. Genau, richtig. Da, wie gesagt, kommt es ganz drauf an, was der Kunde halt für sich braucht. Und da sind wir sehr flexibel und können dem Kunden sehr viele verschiedene Möglichkeiten bieten. Ja, es geht noch kleiner. Hier ist der Connect. Genau, das ist schon der größere Connect. Das ist jetzt die Variante L2. Gibt es auch als L1, dann ist er nochmal 40 cm kürzer. Ja, und für ganz kleine Aufgaben, ist ja auch eine Preisfrage, geht es rund 10.000 Euro los mit dem Kurier. Sehr günstig. Genau, richtig. Also ein sehr schönes Auto. Ich muss sagen, man bekommt sehr viel für den Preis vom Fahrzeug. Sehr flexibel, gerade wenn man in so einer Großstadt ist, sage ich mal, ist es immer sehr praktisch mit so einem kleinen Fahrzeug. Das Blumengeschäft zum Beispiel. Vorteil ist, ich habe keine 1%-Regelung. Das heißt also, ich habe einen reinen LKW und ja, das hat natürlich Vorteile, wenn ich die Privatnutzung nicht versteuern muss, dann kann ich auch mal damit mit nach Hause fahren. Das ist also auch ein Vorteil bei den LKWs. Ganz genau richtig. Zumal es halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten gibt der Ausstattung für die Fahrzeuge, sodass man sich schon ein Fahrzeug auch sehr gut zusammen konfigurieren kann und mit sehr viel Komfort auch. Ja, der 2020er Ford Transit. In der Ausführung L2 H2 Ganz genau richtig. oder H2 L2. Kann man drehen, wie man will. Toll. Wenn ich ihn kaufen möchte, ihr habt unglaublich gute Konditionen. Das heißt also, Listenpreise ist eine Sache, aber ihr könnt echt gute Rabatte geben. Woran liegt das? Ihr verkauft viele. Genau, also wir haben zum Beispiel ein Transitcenter, das qualifiziert uns auch zum Verkauf dann halt durch Nutzfahrzeuge. Und dadurch sind wir halt da schon in der Lage, halt auch gute Konditionen dem Kunden zu bieten. Ja, es gibt viel Zubehör. Auch hier kann ich mir das Fahrzeug pimpen, wenn ich das möchte. Ich kann eine tolle Beschriftung drauf machen, eine andere Farbe wählen. Ich kann andere Felgen drauf machen, wenn ich das möchte. Also es geht unglaublich viel. Wenn ich ein schickes Fahrzeug haben möchte, als Handwerker zum Beispiel, was ein bisschen getuned ist, sage ich jetzt mal, kann ich ihn sehr schick machen, wenn ich will. Genau, da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir unterstützen auch gerne den Kunden, beraten den Kunden auch gerne. Fängt an zum Beispiel bei der Beschriftung. Da haben wir verschiedene Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir den Kunden... Dass ich ihn fix und fertig kriege. Genau, richtig. Der Kunde kann uns das in Auftrag geben. Wir werden es dann weitergeben an den Bekleber. Und der Kunde kommt später das Fahrzeug abholen. Es ist genau nach seinen Wünschen dann beklebtes Fahrzeug. Dann haben wir auch zum Beispiel die Möglichkeit, wir arbeiten mit Firmen wie zum Beispiel Sortimo zusammen für den Innenausbau. Da ist es auch, die Möglichkeit besteht dann auch, einen Termin mit der Firma Sortimo bei uns zu machen, damit der Kunde zum Beispiel ein Regalsystem genau nach seinen Wünschen halt geplant bekommt. Ja, Ford Technik, 2 Jahre Garantie, die kann man bis zu 7 Jahre verlängern. Da gibt es unglaublich viele Varianten. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es geht vom bis ins 3., 4., 5. oder 7. Jahr zum Beispiel. Und auch kilometergebunden nochmal gibt es eine Möglichkeit. Da sind wir auch sehr flexibel. Der Kunde kann auch erstmal die 2 Jahre Garantie in Anspruch nehmen und hat dann nochmal die Möglichkeit, auch 9 Monate nach Vertragsabschluss sich für einen Garantieschutzbrief zu entscheiden. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Fahrzeuge nehmt ihr in Zahlung. Fahrzeuge können natürlich geleast, finanziert werden und so weiter. Da
lohnt sich auch eine Beratung, muss man dazu sagen. Oft wird die Finanzierung gewählt, weil je nachdem, wie die Autos zurückkommen von der Baustelle, ist das Thema Leasing vielleicht nicht so interessant. Ja, dann geht man lieber hin, verkauft die Autos dann privat oder gibt es irgendwie weiter, denn ihr habt schon Fahrzeuge gesehen, die haben schon gelitten, oder? Ja, natürlich. Man darf halt nicht vergessen, es sind halt Nutzfahrzeuge und dementsprechend die Fahrzeuge werden auch dementsprechend genutzt. Dass da eine Beule im Fahrzeug entsteht etc., das ist schon, sage ich mal, relativ üblich. Daher ist, sag ich mal, die Finanzierung halt die häufigste Variante, die wir halt haben. Aber wenn der Kunde halt natürlich sagt, ich möchte kein Leasing machen, bieten wir es dem Kunden natürlich auch gerne an. Ja. Matthias Seim, Zentralgarage in Dillingen. Ich danke dir herzlich für die tolle Einführung zum Thema Nutzfahrzeuge. Alles das, was Sie tagtäglich sehen, oft im Rückspiegel, wenn die ein bisschen drängen, die fahren ja recht schnell, ja. Aber es sind halt Tagesbegleiter, ohne die das normale Leben gar nicht mehr machbar wäre. Denn wenn wir keine Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen hätten, ja, da gäbe es keine Bäcker mehr, keine, was weiß ich, was das halt. 3,5 Tonnen, also der geht sogar bis 4,7 Tonnen, die große Variante. Also da hat man schon wirklich, da kann man ordentlich was machen damit. Ja. Vielen Dank, Matthias. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie zur Zentralgarage in Dillingen. Wenn Sie von der Autobahn kommen, ist es nicht direkt das erste Autohaus, das seid ihr auch. Ja? Da sind nur PKWs, aber ihr habt ja beides. Genau, richtig. Wir sind halt dann nochmal 2 Häuser weiter in der Konrad-Adenauer-Allee 6 gegenüber von der Zentralgarage. Und wie gesagt, gerne vorbeikommen. Wir beraten gerne in allen Belangen, was der Kunde möchte. Unterstützen wir den Kunden auch gerne. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Ciao.